Portfolio-Update für den August 2022. Willkommen zum zweiten Update. Nach dem Juli-Update vom letzten Mal möchte ich kurz darauf eingehen, wie haben sich meine Projekte entwickelt, wie ist das Gesamtportfolio und welche von den Projekten möchte ich hervorheben. Was hat sich da getan? Steigen wir direkt ein. Wie beim letzten Mal auch, würde ich ganz gern über die Börse und Projekte einmal schauen, welche sind hervorzuheben, dann den Portfolioüberblick und allgemein noch ein paar Worte, wie es jetzt weitergeht. Börsen und Projekte. Man kann sehen, die Kuchenanteile haben sich nicht groß verändert gegenüber dem Juli. Das heißt, die Prozentanzahl ist ungefähr gleich. Der Gesamtmarkt hat sich ja ein bisschen, ich sag mal, abgekühlt, sodass bei mir auch absolute Zahlen etwas weniger geworden sind, aber die relative Verteilung ist ähnlich. Was ist hier hervorzuheben? Das sind vor allem das eBase Depot, das ist nach wie vor meine Aktien und ETFs, die ich habe. 26% sind hier DeFi-Chain und 23% liegt auf dem Ledger. Was liegt auf dem Ledger? Vor allem die HODL-Sachen, also die Sachen, die ich längerfristig, mittelfristig halten möchte, sind vor allem Bitcoin, Ethereum und mein, in Anführungszeichen, Quamfi-Portfolio. Und da zählen dann vor allem Quant mit rein, VRA, also VRA, ALBT, VXV und wie soll heißen, es sind diverse Projekte und die möchte ich längerfristig halten. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, Updates in den Projekten zur DeFi-Chain. Da vor allem bin ich in Cake investiert. Für mich ist Cashflow Königin. Ja? Das heißt, ich möchte vor allem mittel- und langfristig jeden Monat meinen Cashflow reinkriegen. Und Cake hatte ja in der letzten Zeit die Schwierigkeit, sich mit dem DUSD wieder anzufreunden, sage ich mal, dass es wieder auf $1 sich einpendelt. Da konnte ich kurzfristig ein paar, ich sag mal fast Trades mitnehmen. Darum ging es mir aber gar nicht, sondern ich möchte hier vor allem in den Liquidity Mining Pools investiert sein und im Staking, sodass ich monatlich meine Cashflows erhalte. Im Moment sind wir hier bei 85 Cent und wir haben noch die Stabilization Fee. Also ich werde jetzt die nächste Zeit bei Cake einfach abwarten. Ich habe günstig den DUSD bei fast 66 Cent auch nachkaufen können, so dass ich dann jetzt noch ein paar Wochen warte, bis sich das wieder beruhigt hat, normalisiert hat und dann kann ich dort auscashen und in der Zeit bleibe ich in den Pools. Lamer habe ich hier hervorgehoben, ist bei mir hier unter dem Metamask. Das ist ein neues Projekt, das auf der Binance Chain läuft. Da habe ich schon mal ein separates Video zu gemacht, wie man das kaufen kann. Ich finde das Projekt sehr interessant. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen unter Lamea Finance. Das werde ich weiter verfolgen. Ist aktuell wieder mit einer neuen Bonusaktion unterwegs. Durchaus interessant. Schaut da gerne mal rein. Und auch im Telegram kann man hier einiges sehen. Wird auch wieder gekauft. Durchaus empfehlenswert. Kommen noch mal ein paar Videos dazu. Dann MXC, ja, mein NFT Metaverse Projekt, was seit über einem Jahr läuft. Ich habe meine drei Miner, die jeden Monat ca. 1.000 Euro generieren an MXCs und nebenbei auch Bitcoin aktuell. Das heißt, DHX, MXC und Bitcoin machen diese Low-Power-Miner für mich aktuell mit jeweils 5 Watt. Ich denke, das lässt sich sehen. Und ich glaube an dieses Projekt. Das ist für mich auch langfristig angelegt. MXC hat jetzt den Start an der Coinbase-Börse geschafft. Gab es einen kleinen Peak im Preis. Also durchaus ein Projekt, was Zukunft hat. Ich beim letzten Mal schon mal erwähnt. Gerne mal reinschauen. Und das dritte oder vierte waren Yield Notes. Heute ist der 8.9., das heißt die Auszahlungen
geschehen wieder. Ich habe die Auszahlung für diesen Monat geändert, weil es Probleme gab mit der Auszahlung auf bestimmte Börsen. Und da ich FTX als meine, ich sag mal, Haus- und Girokonto-Börse für Krypto nehme, kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten, dass die mich da sperren. Deshalb habe ich das jetzt umgelenkt über meinen Ledger. Ich lasse mir das also im nächsten Monat auszahlen auf den Ledger und schiebe es von dort nach FTX. Weiterhin Yield Notes, super Projekt, hat aktuell für August mit, da stehen noch die Juli-Werte, waren es sogar 9,2%. Im August waren es dann 6%. Nur ein netter Beitrag hier von den Bitcoin-Freunden. Die letzten Prozentzahlen lassen sich durchaus sehen, also gerade in den Marktsituationen, wie wir uns ja befinden, durchaus interessant. Also Yield Notes ein wichtiger Bestandteil meines Cashflow generierenden Portfolios. Das zu den aktuellen Beständen auf den Börsen und in den Projekten. Schauen wir uns nochmal die digitalen Assets an, digital in Anführungszeichen, das heißt alles, was ohne analoge Renten und Versicherungen sind. Deshalb habe ich es mal digital genannt. Natürlich alles irgendwie digital, aber jetzt hier für mich zur Unterscheidung. Sieht man ganz gut, rund 60% sind in Krypto aktuell, 25% liegen noch in Aktien und ETFs. Der Rest ist High Yield, wozu ich halt Yield Notes, NFT to Earn. Früher war es noch Buy per Click, hat sich ja verabschiedet mit den Kundengeldern, ist halt weg. Und diese Projekte laufen bei unter High Yield, die aber auch einen wesentlichen Bestandteil eines monatlichen Cashflows darstellen. Das andere ist dann P2P, vor allem BetterVest und ein paar Barreserven. Schmilzt auch, weil schon viel investiert ist. Schaut man sich das global an, also nimmt man die Renten und Versicherungen mit dazu, dann ist das ein anderes Bild. Also da haben wir schon knapp 40% in Renten aktuell und 36% in Krypto, 15% in Aktien. Warum ist Krypto da jetzt relativ groß, beziehungsweise die Renten sind relativ groß, weil es halt historisch gewachsen ist, über 20 Jahre und die sind halt noch da. Die werde ich jetzt nicht einfach abstoßen. Krypto ist deshalb gewachsen, weil der Kuchen von Aktien und ETFs, die sind so gut gelaufen die letzten Jahre. Da habe ich sehr viel Gewinne mitnehmen können und in Krypto umgeschichtet, weil Krypto jetzt halt die letzten Monate günstig geworden ist. Habe ich dort viel reingesteckt. Sollte sich das wieder drehen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wieder zurück in Aktien geht und vielleicht noch weitere Portfolioelemente wie Immobilien oder dergleichen zukommen könnten. Was ist der Fokus? Ein paar davon habe ich schon erwähnt. Cashflow ist für mich aktuell Königin. Das heißt, ich lege den Fokus auf Cashflow generierende Einnahmen. Die kommen vor allem aktuell bei mir durch die DeFi-Chain, auf Cake aktuell, NFT to Earn und Yield Notes. Mittel- bis langfristig habe ich die Idee, dass ich auf ohne 10 Projekte 10 Coins runterkommen will. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Das wird sich im nächsten Bullenmarkt, der darauf nicht kommen wird, verändern, sodass ich da einige kleinere Projekte dann auscashen werde. Quant und VAA sind bei mir aktuell diejenigen, die ich jede Woche, meist Montag früh, wenn die Gas-Fees auf Ethereum günstig sind. Letztens habe ich für 3 Grail Kosten gehabt. Das ist also super. Dann werde ich mal wieder in kleine Tranchen nachlegen. Den YouTube-Kanal, den werde ich weiter ausprobieren. Das ist halt ein weiteres Video dazu. Letzten Wochen eigentlich waren eher Sommerpause geprägt. Ich versuche jetzt mehr wieder hier reinzustecken. Die Steuererklärung lässt noch auf sich warten. Die Steuerberater haben noch etliches zu tun und sind ziemlich gut am Tun. Ich hoffe, dass die das jetzt die nächsten Wochen hinbekommen, sodass ich die machen kann, dass ich auch ein Coin-Tracking-Video noch machen kann. Und ja, die Entwicklung dieser Präsentation. Wenn sie gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch einen Kommentar. Wie könnte ich die verbessern? Sind es zu viele Informationen oder zu wenig? Dann gern rein.
dann möchte ich gar nicht weiter in die Länge ziehen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und lasst von euch hören. Eine schöne Woche. Ciao.